Hallo zusammen und danke fürs Einschalten. Ich zeige euch heute, wie man diese coole Farbwechseltasche machen kann. Wie üblich arbeiten wir mit 2 mm Seilgarn. Da wir einen Farbwechsel machen, brauchen wir natürlich 2 Knäuel. Das ist, was ich über habe von den beiden Knäueln. Dann benötigen wir D-Ringe, 2 Stück, und einen Magnetknopf. Die Idee hinter der Tasche ist, dass wir so ein langes Stück häkeln und es dann zusammenrollen, woraus dann die Tasche entsteht. Wir starten also mit einer ganzen Reihe Luftmaschen, insgesamt 90 Stück. Und wenn ihr eure Tasche höher machen wollt, müsst ihr einfach entsprechend an dieser Stelle weitere Luftmaschen hinzufügen. So sehen die 90 Maschen dann also aus und so werden wir sie dann am Ende zusammenrollen. Wir machen weiter, indem wir eine zusätzliche Masche häkeln und in die vorletzte Masche einstechen und dort eine feste Masche machen. So häkeln wir nun das gesamte Stück wieder zurück. Am Ende der Reihe angekommen, machen wir nun wieder eine Luftmasche und drehen um und häkeln anschließend wieder feste Maschen zurück bis zur Spitze. Und wir benutzen immer nur den hinteren Faden. An der Spitze angekommen, häkeln wir nun 3 feste Maschen in diesen oberen Faden hier. Es kann ein bisschen schwierig sein, da drunter zu kommen, wie ihr seht, aber es funktioniert. Also, das ist die erste feste Masche, die zweite feste Masche und die dritte feste Masche. Und anschließend häkeln wir, also so sollte es dann aussehen, und anschließend häkeln wir feste Maschen wieder bis ganz zum Ende.
Hier bin ich nun wieder am Ende angekommen, mache eine Luftmasche, drehe um und häkel wieder feste Maschen bis zur Spitze zurück, wobei ich aber immer nur den hinteren Faden nutze. So, in dieser Runde beginnen wir damit, die dreieckige Form von dem Deckel herzustellen. Das bedeutet, das hier oben ist die Masche in der Spitze. 2 Maschen von dort, links und rechts aus, sind die weiteren Maschen, in denen wir das Muster platzieren. Also die Masche genau an der Spitze und von dort aus die zweite Masche nach links als auch nach rechts. Das bedeutet, ich muss hier noch eine feste Masche häkeln. Jetzt bin ich in der besagten Masche angekommen. Hier mache ich nun eine feste Masche, eine Luftmasche und eine zweite feste Masche in die gleiche Schlaufe. Auch hierbei benutze ich immer nur den hinteren Faden. So, jetzt ist die nächste Schlaufe dran, in der ich eine normale feste Masche häkel. Jetzt sind wir an der Spitze. Hier ebenfalls eine feste Masche, eine Luftmasche und eine feste Masche in die gleiche Schlaufe häkeln. Und anschließend folgt eine normale feste Masche. Und dann wieder in die nächste Schlaufe eine feste Masche, eine Luftmasche und eine feste Masche in die gleiche Schlaufe. Anschließend geht es weiter mit normalen festen Maschen, immer in den hinteren Faden. So sollte das Ganze dann aussehen. Am Ende häkeln wir wie üblich wieder eine Luftmasche, drehen um und häkeln wieder feste Maschen zurück bis zur Spitze, bei denen wir aber immer nur den hinteren Faden verwenden. Von jetzt an ändert sich das Muster etwas, und zwar wie folgt. Sobald wir auf der Diagonalen angekommen sind, machen wir eine feste Masche, eine Luftmasche,
Also das ist die Diagonale. Ist auch am einfachsten, das immer einmal so nachzuschauen und dann genau in der Diagonale das Muster zu häkeln. Nämlich wie folgt. Wir machen eine Luftmasche und stechen jetzt in die nächste feste Masche ein. Also nicht in die gleiche feste Masche, sondern in die nächste. Jetzt folgen wieder normale feste Maschen. Natürlich immer in den hinteren Faden. Und wir haben die Spitze erreicht. Hier wird ebenfalls genau geschaut, dass man auf der Spitze ist. Dort dann eine Luftmasche und in die nächste Masche einstechen und weitermachen. Dann folgen wieder feste Maschen, bis man sich wieder auf der Diagonalen befindet. Eine Luftmasche und feste Masche in die nächste Schlaufe. So. Dann immer einmal gucken. Ja, das sieht links irgendwie schief aus. Dann habe ich eine feste Masche zu viel gemacht. Ich setze also die Luftmasche eine Masche eher und mache weiter. Also immer zu gucken, wo die Diagonale liegt und dann abzugleichen, ob das Muster jetzt gleichmäßig aussieht, ist der einfachste Weg. Nach dieser Reihe habe ich nun den ersten Farbwechsel eingebaut und dafür setze den Faden einfach neu an und häkelt weiter wie gehabt. Den vorherigen Faden, den weißen Faden, natürlich einmal abschneiden, durchziehen und hinterher vernähen. Und dann, wie gezeigt, mit dem schwarzen Faden einfach weitermachen. Nach einigen Farbwechseln sieht das Ganze nun so aus. Und man erkennt zunehmend die Tasche. Hier aufzuhören wäre eigentlich auch ganz schön. Dann hat man so eine Art Handytasche. Ich möchte aber eine größere haben. Ich habe mittlerweile 4 weiße Reihen gemacht, 4 schwarze Reihen, eine weiße Reihe und hier komme ich gerade die 4. schwarze Reihe runter. Um jetzt die Seitenteile zu häkeln, beziehungsweise um die Tasche zur Seite hin weiter aufzubauen, mache ich jetzt wie folgt weiter. Ich häkele ganz bis zur Spitze. Einmal die Kamera justieren. Oder bis zur Ecke. Es sind hier noch 2 feste Maschen bei mir. Und jetzt mache ich eine Luftmasche und drehe das Ganze einmal rum und häkel nun einfach wie gewohnt wieder feste Maschen, immer in den hinteren Faden zurück. So lange, bis ich
die Breite der Tasche erreicht habe, die mir gefällt. So sieht das Ganze nun aus. Nach rechts habe ich 11 Reihen gehäkelt. Und die Hälfte der Tasche ist fertig. Wichtig ist, dass ihr immer darauf achtet, dass wenn ihr an der Spitze, an dem Dreieck hier vorne, auf einer ungeraden Reihe geendet habt, dass ihr dann am Rand ebenfalls an einer ungeraden Reihe endet. Das seht ihr hier einmal ganz schön. An der Spitze hätte ich das Muster weiter gehäkelt, würde ich jetzt dort die Maschen reinsetzen. Und das bedeutet, am Rand muss ich darauf achten, dass wenn ich das Muster weiter häkeln würde, ich es ebenfalls in diese vorderen Maschen jetzt häkeln müsste. So, die rechte Seite der Tasche ist nun also fertig. Das heißt, wir schneiden den Faden einmal ab, ziehen ihn durch und der wird dann später vernäht. Und jetzt setzen wir neu an, auf gleicher Höhe wie auf der anderen Seite, nämlich auch hier in dieser Spitze bzw. Ecke. Einmal durchziehen den Faden, dann eine Luftmasche häkeln und weiter geht's mit festen Maschen immer in den hinteren Faden. Und das machen wir dann auch für 11 Reihen. So sollte eure Tasche nun aussehen. Sprich, wenn wir sie zusammenrollen, sieht man, dass jetzt nur noch die Seitenteile fehlen. Um aber jetzt die Kanten einmal zu verschönern, häkeln wir einmal feste Maschen außenrum. Einmal reinzoomen. So, Kamera justieren. Und zwar, wie ihr seht, habe ich jetzt an allen Seiten gleich geendet. Sprich, müsste an allen Seiten das Muster in die gleichen Schlaufen jetzt reinsetzen, wenn ich es weiter gehäkelt hätte. Und das ist wichtig. Den Faden können wir jetzt abschneiden, durchziehen und dann vernähen oder in der nächsten Runde umhäkeln. Um nun einmal außenrum zu häkeln, setze ich den Faden neu an und ich muss in die eben gezeigte Richtung häkeln, aufgrund des seitlichen Musters. Also wie folgt: Den Faden einmal durchziehen,
eine Luftmasche häkeln. Und dann feste Maschen. Immer in diese obere Schlaufe. Ja, ich umhäkel dann immer die losen Enden ein wenig, damit ich mir das Einnähen spare. So, einmal Nahaufnahme. Genau. Ihr häkelt immer durch diese Schlaufen hier durch. Und außerdem setzt ihr eine Masche immer zwischen diese Schlaufen. Nämlich dort. Und sobald ihr an den Seiten angekommen seid und an der Spitze, häkelt ihr ganz normal wie gehabt das Muster weiter, immer in den hinteren Faden. So, das ist nun das fertige Hauptteil der Tasche. Ihr seht, die Kanten vorne sind schön glatt und ebenmäßig. Hinten genauso. Es kann sein, dass hier und da mal eine weiße Masche durchschimmert. Da überlege ich, ob ich die einfach mit einem schwarzen Stift übermale, um es ein bisschen zu kaschieren. Genau, diese kleinen weißen Maschen. Und den Faden verhäkeln wir wie folgt. Indem wir ihn unter der ersten Masche, die wir gemacht haben, einmal hindurchziehen. Und dann in die Mitte zurückbringen. In die Mitte der letzten Masche zurückbringen. So. Das wäre diese hier. Und der Faden ist schön vernäht. So, das habe ich mittlerweile über von den beiden Garnrollen. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, die Seiten weiß zu machen, da ich davon einfach noch mehr übrig habe. Und ich starte mit 25 Luftmaschen. Ebenso wie für das Hauptteil machen wir jetzt eine weitere Luftmasche, um umzudrehen. Stechen in die vorletzte Masche ein und machen dort eine feste Masche. Und häkeln dann
bis zum Ende zurück, erneut feste Maschen. Ebenso wie bei dem Hauptteil machen wir am Ende wieder eine Luftmasche, drehen um und häkeln wieder feste Maschen bis zur Spitze, für die wir aber wieder nur die hintere Schlaufe nutzen. Diesmal wollen wir eine runde Spitze erhalten, sodass wir jetzt erstmal in dieser Runde auch wieder 3 feste Maschen in die oberste Schlaufe häkeln. Anschließend folgen dann wieder feste Maschen, ganz bis zum Ende der Reihe. Ja, und hier seht ihr nochmal, es kann etwas schwierig sein. So. So, wir sind jetzt wieder am Ende der Reihe angekommen, machen eine Luftmasche, drehen um und häkeln wieder feste Maschen zurück bis zur Spitze. An der Spitze angekommen, verdoppeln wir alle Maschen in der Spitze und häkeln dann wieder einfache feste Maschen zurück. Dort machen wir wieder eine Luftmasche, häkeln wieder feste Maschen zurück, verdoppeln wieder alle in der Spitze. Und anschließend sieht unsere Seite nun wie folgt aus. Um auch hier die Kante oben einmal zu glätten, so wie wir es beim Hauptteil gemacht haben, machen wir eine Luftmasche, eine feste Masche in die vorherig gehäkelte feste Masche und häkeln dann ebenso wie an der Seite durch diese oberen Schlaufen und durch diese oberen Schlaufen feste Maschen und immer zwischen die oberen Schlaufen eine feste Masche.
Sobald wir die obere Reihe geglättet haben oder die obere Kante geglättet haben, nutzen wir jetzt Kettmaschen, um die Seitenteile zu befestigen. Das geht wie folgt. Wir stechen einmal in die oberste Masche des Hauptteils ein und ziehen dort einfach den Faden einmal durch und auch direkt durch die Schlaufe, die wir auf der Nadel haben. Dann stechen wir wieder durch die weiße Masche durch die schwarze Masche durch und ziehen den Faden wieder einmal durch alle Schlaufen durch, die auf der Nadel sind. Und so machen wir nun weiter, einmal ganz oben die Seitenteile herum. So, hier habe ich jetzt einmal die Seitenteile angebracht und auch schon die D-Ringe angenäht. Für den unteren Teil vom Knopf, den unteren Teil vom Knopf stecht ihr einfach durch die Tasche durch und biegt dann die Metallenden um. Den oberen Knopf müssen wir möglichst unsichtbar anbringen, sodass ich hier immer einfach kleine Stücke vom Garn in den Knopf einlege, die Metallteile drumherum umbiege und ihn dann mit den losen, heraushängenden Garnteilen einmal an dem Deckel festnähe. Das war's schon wieder. Ich hoffe, euch gefällt eure neue Tasche. Wenn ja, dann lasst mir doch gerne ein Like da und abonniert meinen Kanal. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt mir gerne einen Kommentar.